Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich so langsam die Schnauze voll habe von dem trüben Wetter. Und ich dachte mir, ich sneak mal so ganz sachte und langsam in die Frühlingsdüfte rein und habe heute mal frische Frühlingsdüfte mit einem blumigen Einschlag mit dabei. Und freue mich aber, wenn ich jetzt nach und nach wirklich immer mehr solche Düfte auch mitbringen kann. Und der erste Duft, der wirklich in so eine Richtung geht, ist von The Harmonist, der Yin Transformation. Ich finde, das ist ein wirklich super schöner Duft, der jetzt auch perfekt in den Frühling reinpasst. Der Yin Transformation startet relativ hell und frisch. Wir haben hier Zitrusfrüchte mit drin, eine ganz leichte Pfeffernote. Aber ich finde, was dann schon rauskommt, ist eben die Süße aus den Blüten, hier auch mit einer schönen Rose, ohne dass er aber zu krass wird. Ich finde, das ist ein Duft, der übertreibt nicht, sondern der ist wirklich in so einem Maß von der Sillage her, dass es wirklich sehr angenehm ist, sodass es auch ein sehr, sehr guter Alltagsduft ist. Der schmeichelt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schön femininer Duft, der auf jeden Fall eben einen frischen Touch drin hat und der auch frisch bleibt, der aber im Verlauf auch an Cremigkeit gewinnt. Für mich so ein wirklich toller Wohlfühlduft für den Alltag. Ich sehe gar keine Einschränkungen im Office, abends, mittags, wann auch immer es dir gefällt. Also das ist so ein Duft, mit dem macht man wirklich nie was falsch. Der ist unaufdringlich, der ist fast wie so eine schöne, weiße, ein bisschen transparente Creme. Ganz, ganz toll. Vor allem, weil eben diese Frische erhalten bleibt und deswegen die Blüten, die man eben kontinuierlich rausriecht, dadurch sehr, sehr gut in Zaum gehalten werden. Auch der Exit the King von Etat Libre ist auf jeden Fall ein richtig schön blumig frischer Duft. Im Gegensatz zu dem Yin Transformation hat der im ersten Riechen eben durch die Aldehyde schon so ein bisschen was Weichspülermäßiges mehr. Wir sind jetzt nicht die Zitrusfrüchte im Vordergrund, sondern wir bekommen eine Frische eben aus den Aldehyden. Der ist und bleibt definitiv frisch, dann kommen aber auf jeden Fall Blüten mit rein. Wir haben hier auch Weißblütler mit drin. Der bleibt hell, der bleibt weiß, der bleibt blumig, erfrischend, aber hat auf jeden Fall einen synthetischen Touch. Im Gegensatz zum Yin Transformation auf jeden Fall auch mehr. Für mich ist der noch so ein bisschen runder, noch ein bisschen vollmundiger auch als der Yin Transformation. Für mich auch ein absoluter Alltagsduft, sehr, sehr, sehr unkompliziert zu tragen. Der für mich, dadurch, dass wir im Verlauf eben leicht erdig-holzige Noten bekommen, auf jeden Fall auch unisex zu tragen. Couleur Primaire von Les Yeux Primordial war ein Lieblingsduft für mich, als ich ihn das erste Mal gerochen habe. Jetzt nicht unbedingt wegen den Blüten, sondern weil der zeitweise eine richtig, richtig schöne Birne rauszuriechen ist. Leider nur am Anfang. Nichtsdestotrotz genieße ich das jedes Mal, wenn ich ihn rieche. Boah, ja, erstes Riechen, auch hier Aldehyde pur. Wir haben auch hier Waschmittel, Weichspüler-Vibes, aber diese Birne im ersten Riechen ist so, so krass. Der hat einfach einen sauberen, erfrischenden, fruchtigen, auch natürlich synthetischen Touch. Schöne Blumen, die da mit reinkommen. Der ist cremig, der hat aber eben zusätzlich dieses leicht fruchtige eben durch die Birne, was aber wie gesagt im Verlauf schon so ein bisschen zurückgeht. Was dann bleibt, ist wirklich dieses Sauberkeitsgefühl, diese Weichspüler-Vibes. Das ist wie frisch gewaschene Wäsche. Ein Duft, in dem man sich eben auch den ganzen Tag richtig, richtig wohlfühlt und der sich auch einreiht, neben diesen beiden Düften, die wir davor gerochen haben, dass er absolut alltagstauglich ist. Was diesen Düften diesen Fluff gibt, dieses Weiße, dieses Vollmundige, ist natürlich Moschus. Davon haben wir hier in dem Couleur Primaire auch nicht zu wenig mit drin. Man muss hier einfach dieses Weichspüler-Aldehydige mögen. Ich mag es sehr gerne und hoffe, hier in der Community gibt es welche, die sagen, ja, ich mag das auch. Jasmin Paradis von Elixir ist der nächste und wie der Name es schon vermuten lässt, ist hier auf jeden Fall Jasmin mit drin. Ganz schöner Anfang, denn wir haben hier Grapefruit mit drin. Das heißt, wir haben so einen prickelnden, einen zitrischen, aber leicht, leicht bitteren, herben Start auch. Ganz, ganz toll gemacht, finde ich schön zu riechen. Und dann kommt ganz schnell auch hier die Weißblütler mit rein. Das heißt, wir bekommen hier auch einen frischen, weißen, auch hier frisch gewaschenen Vibe nochmal mit rein. Das liebe ich. Ist sehr, sehr angenehm. Und ich muss jetzt sagen, an alle, die jetzt die Hände über dem Kopf zusammenwerfen und sagen, boah, Jasmin geht gar nicht. Das ist wirklich gar nicht schwülstig. Ich finde, hier ist Jasmin wirklich wahnsinnig zahm, eben durch dieses Zitrische, was da auch mit drinnen ist. Kann der auch für alle geeignet sein, die ansonsten immer sagen, Jasmin ist mir zu schwülstig, ist mir zu heftig, kann meine Nase nicht. Ich finde wirklich, der Jasmin Paradis ist wirklich
sehr, sehr unkompliziert, sehr angenehm in der Nase, sehr, sehr gefällig und auch hier ein absoluter Alltagsduft. Das haben die Düfte hier einfach alle gemeinsam. Da kommt es jetzt einfach drauf an, wie stark möchte man diesen frische Wäsche-Vibe haben. Bei dem Couleur Primaire und bei dem Exit the King haben wir das natürlich sehr stark ausgeprägt, dieses frische Wäschemäßige. Bei dem Yin Transformation nicht, da haben wir wirklich eine hellere, frische, eben die ohne Aldehyde mit rauskommt. Und hier bei dem Jasmin Paradis würde ich sagen, wir sind so in einem Mittelding. Der hat zwar frische Wäsche-Vibes, aber nicht so extrem. Dem fehlen einfach diese klassischen Aldehyde. Und frische Wäsche-Vibes hat auch der nächste nicht. Und zwar ist es der Avant et Après von Isabey. Auch ein absoluter, na wo bist du hier? Ein absoluter Lieblingsduft von mir. Ich finde, der ist so schmeichelhaft und so cremig. Ich rieche den immer wahnsinnig gerne. Wir haben hier wirklich ein Blütenmeer. Wir haben hier weiße Blüten pur. Aber was ich hier so schön finde, ist dieser blumig-süße, aber schon cremige Auftritt. Wir bekommen nämlich hier im Verlauf Vanille und eben auch Moschus mit rein. Und natürlich sorgen auch die Weißblüter dafür, dass der so einen leicht sauberen, reinen, vollmundigen, weichen Touch auch hat. Der hat sogar eine leichte Frische eben mit drin. Der hat was leicht Aquatisches mit drin. Ich finde, das ist wirklich ein super schmeichelhafter Duft, der im Gegensatz zu anderen Düften, die ich auch dabei habe, wirklich dieses Cremige hat, der sich richtig schön wie so eine richtig vollmundige Bodylotion auf deine Haut drauflegt. Ich trage den Duft wirklich zu jedem Anlass, ob ich jetzt abends irgendwo mal essen gehe, ob ich tagsüber unterwegs bin. Das ist so ein Wohlfühlgarant, dieser Duft. Ich finde ihn wahnsinnig fein und schön zu riechen, von der Sillage her sehr angenehm, Haltbarkeit auch gut, aber definitiv ein femininer Duft. Und zu guter Letzt, wenn ich von blumigen Düften mit frischen Akzenten spreche und ich würde Delina La Rosée nicht mitbringen, dann würde ja irgendwas falsch laufen. Delina La Rosée muss natürlich in dieser Liste mit dabei sein, auch wenn wir hier natürlich schöne, fruchtige Litchi-Einschläge noch zusätzlich mit drin haben. Was soll ich zu Delina La Rosée noch sagen? Es ist einfach ein wundervoller Duft und er wird auch nicht weniger gut, je öfter ich ihn rieche. Im Gegenteil, ich finde ihn jedes Mal aufs Neue, wenn ich ihn rieche, einfach so schön verspielt, girly, feminin. Ein schön hell rosaner Duft, schön fruchtig, süß, blumig, der einfach nur von den Freuden des Lebens erzählt, der auch absolut alltagstauglich ist, der natürlich von Sillage und Haltbarkeit echt überdurchschnittlich ist und dennoch in jeder Lebenslage richtig gut getragen werden kann. Das ist definitiv ein Duft, den ich tragen werde, sobald der Frühling anbricht, weil das ist wirklich gute Laune pur. Und was ich hier einfach an der La Rosée-Variante so schön finde, ist, dass wir wirklich hier auch diesen cleanen, frischen Vibe so ein bisschen mit drin haben. Der ist einfach nicht ganz so intensiv wie Delina oder auch Delina Exclusive, sondern der ist einfach etwas zurückhaltender, etwas transparenter und deswegen ist er auch einfach so alltagstauglich und hat einfach diese extra Portion Frische nochmal mit drin. Für mich, Delina La Rosée wird immer ein All-Time-Favorite sein, wobei ich auch sagen muss, dass ich die normale Delina-Variante wirklich sehr, sehr gerne habe. Und wenn du jetzt glaubst, dass einer von diesen Düften vielleicht auch dein Favorit sein könnte für den kommenden Frühling oder auch Sommer, dann kannst du einen von ihnen in 8 ml gewinnen. Dafür einfach das Video liken, abonniere den Channel und schreib mir in die Kommentare, welchen von diesen Düften du ausprobieren möchtest. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.